Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal bereits in den Livestreams angekündigt und viele von euch haben es jetzt auch schon mittlerweile mitbekommen. Aber ich werde das Ganze hier nochmal auf YouTube ankündigen, denn hier habe ich es noch gar nicht erwähnt. Und ja, ich darf auf jeden Fall verkünden, dass wir diese Woche, und zwar am Samstag, der 30. August, ja, dieser Tag hier, streicht euch das im Kalender an, wird es mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit einen Shakes and Fidget Kochstream zusammen mit dem Chris geben, ja, aka Ignil. Viele von euch haben sich schon extrem lange drauf gefreut und haben schon öfter mal gefragt, ey, wird mal wieder Zeit, wie sieht's aus und so weiter und so fort. Und ja, ich darf auf jeden Fall happy verkünden, dass es am 30. diese Woche Samstag quasi dann losgeht und wir einen neuen Kochstream machen werden. Ja, das Ganze wird um 14 Uhr losgehen, also Samstag 14 Uhr könnt ihr sehr gerne dabei sein und das wird natürlich wieder ein XXL-Stream, das heißt, er geht wahrscheinlich mindestens 10 Stunden und das Geile ist, ich habe bei Playa mal nachgefragt, für speziell diesen Anlass, ob es möglich wäre, auch ein paar Pilzcodes zu bekommen, also ja, und habe dann den sozusagen versucht, ein paar kleine extra Mushrooms aus dem Rücken zu leiern und es hat geklappt. Ja, wir werden in diesem Stream alleine 10 Pilzcodes raushauen. Also ihr habt die Chance 10 Mal bei den Giveaways dabei zu sein und euch da ja, die Pilze zu gönnen. Diese werden jede Stunde einmal verlost. Ja, und so kommen wir dann auf mindestens 10 Stunden Stream. Pipapo, circa jede Stunde ein neuer Code, eine neue Chance zu gewinnen und halt eben kostenlose Pilze abzugrasen. Ja, das heißt, 14 Uhr starten wir, 15 Uhr gibt es den ersten Code, dann 16 Uhr, 17, 18, 19, 20 ne, und so weiter und so fort, bis alle 10 Codes weg sind. Also einschalten lohnt sich auch auf jeden Fall alleine schon deswegen. Und ja, wer die letzten Streams davon verfolgt hat, der wird ja ungefähr wissen, wie das läuft. Es ist eine Kombination aus Shakes and Fidget und halt eben einem ja, Kochstream, weil halt Chris sehr, sehr gerne und sehr gut auch kochen kann. Ja, und das auch jedes Mal erneut unter Beweis stellt, ist das immer so eine Kombination aus, wenn es mal in der Küche nicht allzu viel zu sehen gibt, werden wir halt eben Shakes and Fidget zocken. So, wir werden immer hin und her switchen. Ich werde mir wieder ein kleines Setup aufbauen in der Küche und dann werden wir dort halt eben ja, ein bisschen kochen, ein bisschen zeigen, was wir dort so brutzeln werden. Es wird viele verschiedene Gänge geben. Was genau es geben wird, ist, ja, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall wird es wieder wahrscheinlich das ja, heftigste vom heftigsten geben, so wie eigentlich jedes Mal. Ja, und genau, werden da ein bisschen aus der Küche streamen, dann hier wieder zurück switchen, Shakes and Fidget Stream, Giveaways ballern und das wird halt eben den ganzen Tag so gehen. Dann gibt es abends wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Late-Night-Talk, also ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch wieder bis tief in die Nacht reingehen, also wahrscheinlich auch länger gehen, deutlich länger gehen als diese angepeilten 10 Stunden, aber bis dato sind dann zumindest alle Codes dann aufgeteilt. Ne? Ja, und das war in der Vergangenheit ein sehr cooles Format, was sich wie gesagt sehr viele Leute schon zurückgewünscht haben und deswegen ist es da auch mal wieder soweit, das dann mal wieder so zu wiederholen. Ansonsten werden wir auch, denke ich mal, wieder in den Account von Chris reingehen, aka Ignil. Und für die Leute, die ja, ihn nicht kennen sollten, beziehungsweise die schon ja, vielleicht vergessen haben, was sein Projekt ist. Und zwar hat er ja so einen der höchsten Accounts in Shakes and Fidget, wenn jetzt alle ihre Dungeons so nehmen müssten, so, ne? Also er hat sich sehr viel aufgespart, mit dem Ziel halt der höchste Spieler weltweit zu sein. Momentan ist er Stufe 751 und wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, hat er noch so ungefähr um die, ja, sagen wir mal 40 Level offen, ja, dass er so auf jeden Fall hier jetzt momentan gerade sich Platz 1 weltweit holen könnte. Von der Stufe her. Dann haben wir aber auch zum Beispiel noch Dr. Darm, der ja bis vor kurzem Level höchster gewesen ist in ganz Shakes and Fidget
und aber jetzt auch die letzten Dungeons anscheinend nicht genommen hat, weil er jetzt momentan hier auf Platz 1 nicht mehr so zu sehen ist. Deswegen hier ist er momentan gerade, ja, und Dr. Darm hat halt aber ein paar mehr Dungeons schon genommen, als Chris es getan hat. Deswegen ist er auch im Level ein bisschen weiter höher als Chris, was Chris natürlich den Vorteil bringt, dass er mit etwas niedrigerer Stufe noch ein bisschen mehr XP bekommt. Und das ist ja sein ganz großes Ziel, ja, der erste Stufe Tausender zu werden. Und in Chris seinen Account werden wir natürlich am Samstag auch wieder reinschauen. Ist ja auch immer sehr interessant für viele Leute, ja, das mal so zu beobachten, wie er das macht. Und er geht halt nach wie vor immer noch komplett auf XP, auch wenn er hier schon so eine hohe Stufe hat und schon fast Stufe 800 erreichen könnte, ist halt sein großes Ziel auf, ja, Stufe 1000, ja, nach wie vor immer noch auf XP zu grinden und lässt dabei dann halt eben kein Auge trocken, sag ich mal, dann halt eben auf viele Skillpunkte eben dann halt auch zu verzichten, ja. Seine Spielweise, sein Account werden wir dann am Samstag natürlich neben der ganzen Kocherei natürlich dann auch hier nochmal dann begutachten dürfen und im Stream zeigen können und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann halt eben ganz interessant auch mal zu sehen, ne? Weil wie gesagt, wenn wir hier mal so einen kleinen Screenshot machen hier, was mir momentan gerade die Akademie bringt auf dem Server mit 749 im Vergleich zu einem Account, der jetzt 695 ist, seht ihr halt hier schon einen drastischen Unterschied von der XP, und das ist halt eben jetzt nur die Akademie, ne? Dann gibt es ja noch viele verschiedene andere Faktoren, wo halt eben XP auch mit reinzählt, ne? Und deswegen, ja, in Summe gesehen, ne, was weiß ich, wo man noch XP bekommt, halt eben, ne, durch die Expedition, Glücksrad, die Dailies und sowas, ne? Da hat man natürlich dann, umso höher man im Level ist, dann halt eben den Nachteil, weniger XP zu bekommen. Deswegen machen viele auch zum Beispiel so eine Late-Game-DP sozusagen, wo sie halt eben nicht mehr viele Dungeons nehmen, weil es ab 632, wenn man das Goldcap erreicht hat, es ja keinen Sinn mehr macht, schnell Level zu pushen, weil man ja schnell zu diesem Goldcap kommen möchte auf der Stufe. Ja, aber ab da an hast du halt eben nur den Nachteil, dass wenn du höher pusht vom Level, weniger XP bekommst pro Level. Ne? Wie gesagt, das hier ist mein Main, ne? Und das ist jetzt gerade mein Krieger-Account sozusagen. Ne? Das Einzige, was man an Vorteile hat, ist halt, ja, dass halt das Equipment ein bisschen besser ist, die Aura-Stufe der Gegenstände, ne? Und halt eben die Steine aus der Mine. Aber ansonsten macht man halt eben einfach nur Minus, ja, beziehungsweise weniger XP als auf einer höheren Stufe. Deswegen Chris hat sich unglaublich viele Dungeons aufbewahrt, alleine aus diesem Grund hier, ne, und geht halt weiterhin noch schön auf XP, spielt sogar noch die alten Abenteuerlust-Quests, nicht mal Expedition, weil du bei der Expedition leicht weniger XP bekommst als bei der alten Abenteuerlust, ja. Und aber dafür halt eben deutlich mehr Gold. Deswegen aber darauf verzichtete halt eben, um halt, ja, der höchste Level eines Tages zu werden und vielleicht der erste Spieler wird, der Stufe 1000 erreichen wird. Also es ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier am Samstag dabei seid. Wie gesagt, Samstag, der 30. 14 Uhr starten wir auf Twitch. Ja, Link findet ihr unten, auch in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Dort könnt ihr sehr gerne ein Follow dalassen, damit ihr dann schon mal informiert werdet, wenn wir live gehen. Und ja, das wird auf jeden Fall ziemlich cool werden. Ich freue mich da schon mega drauf, schon die ganze Zeit, wo wir das jetzt geplant haben. Und ist jetzt dann der nächste große Stream, der dann so ansteht. Ne? Haben wir auf jeden Fall diesen Monat sehr gut und viel auch gestreamt, jetzt vor allen Dingen die letzte Woche. Ne? Hatten wir Freitag jetzt zum Serverstart einen 11-Stunden-Stream, Samstag 4 Stunden, Sonntag 4 Stunden und gestern am Montag auch nochmal über 5 Stunden live gewesen. Ne, das ist auf jeden Fall, ja, ziemlich cool gewesen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Ende der Woche am Samstag steht dann schon der nächste große Stream
an. Also, seien es Droplets, seien es die Pilzcodes oder ob ihr einfach nur zuschaut wegen des Unterhaltungsfaktors. Ja, ihr seid auf jeden Fall zu allen ja, Sachen sehr gerne herzlich eingeladen, auf Twitch vorbeizuschauen. Samstag 14 Uhr geht's los. Ich freue mich auf euch. Bis dahin war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten freue ich mich auf euch und meine Kochkünste dann mal wieder so zu begutachten. Ja, mal schauen, was das wieder wird. Wird auf jeden Fall sehr interessant werden, das auf jeden Fall. Mal ein bisschen Content abseits von SF. Trotzdem aber in Verbindung mit SF zwischendurch immer mal. Ne? Bisschen Account zocken, bisschen kochen, ganz gechillt, ohne irgendwelche Vorgaben oder so. Ne? Machen wir uns einen ganz easy Abend und haben auch jede Menge Zeit auf jeden Fall am Start. Bis dahin, alles Gute, danke für alles und wir hören uns dann spätestens am Samstag. Ansonsten jeden Tag natürlich hier auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Bis dann, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.